Ja, und jetzt ist er bei mir, Jörg Bethke aus Münster. Schönen guten Abend. Guten Abend, ich bedanke mich für die Einladung. Tolles Projekt haben Sie da auf die Beine gestellt. Sie waren ja schon mehrfach in Kenia. Kann man sagen, das ist inzwischen sowas wie Ihre zweite Heimat geworden? Nein, das kann man nicht sagen. Ich bin maximal 3-mal im Jahr dort. Letztes Jahr waren wir gar nicht wegen der Wahlen. Da hat man Aufstände befürchtet, war aber nicht so. Ja. Und es ist in unserer Gegend völlig ungefährlich. Wie weit ist denn der Internatsausbau inzwischen vorangeschritten? Ja, man kann sagen, 1/3 dessen, was wir als Endausbaustufe haben wollen, haben wir für 115 Mädchen. Und wir wollen noch für 350 Kinder weiterbauen. 2/3 davon für Jungs und noch 1/3 für Mädchen. Die Mädchen haben gefragt, wann baut ihr denn das auch für Jungs? Okay, das heißt, was steht jetzt ganz konkret an? Welche Gebäude werden da noch benötigt? Also ein Jungenschlafsaalgebäude ist schon fast fertig. Das zweite ist jetzt im Aufbau. Ein Mädchenschlafsaalgebäude, wobei man immer sagen muss, da gehört natürlich dazu Nassräume, was die Kinder sonst gar nicht kennen aus ihren Familien und den provisorischen Hütten, und ein Gästehaus. Und insofern haben wir also für weitere 350 Kinder Plätze zu schaffen. Da haben Sie also sich noch einiges vorgenommen und noch gut was zu tun. Ja. Was ist das Besondere an den Menschen in Kenia, an den Maasai, aus Ihrer Sicht? Also ich bin schon als Kind begeistert gewesen von dem, was ich über Maasai gelesen habe. Menschen, die in der Natur auch vieles für sich selber gefunden haben an Medizin und Nahrungsmitteln und so weiter. Und was mich dann beeindruckt hat, als ich in Kenia war, dass sie eben eigentlich sehr, sehr früh sterben, mit 47 Jahren im Schnitt, weil sie kein gesundes Wasser haben. Also Ernährung und Wasser gehört dazu, ist da nicht gut gegeben gewesen. Und das hat mich veranlasst zu sagen, so, da müssen wir was für tun, aber eben die Schulbildung. Ich habe inzwischen einen Maasai kennengelernt, der Häuptling, wenn man so sagen will, der hat gesagt, jedes Maasai-Kind muss zur Schule gehen. Und ich finde, das ist großartig. Er kann selbst nicht lesen und schreiben. Aber er sagt, jedes Maasai-Kind muss zur Schule gehen. Und das geht natürlich nur mit einem Internat, weil die sonst weiterziehen. 30 Kilometer, das kann man nicht mehr durch die Wildnis laufen. Ja. Und insofern 1/3 der Zeit sind sie an dem Ort ohnehin, aber die 2/3 der Zeit sind sie dann ohne ihre Eltern in der Nähe. Die sind dann einem weit weg und sind dann auf das Internat angewiesen. Das sind schon ganz andere Zustände als die, die wir hier in Deutschland kennen, ne? Also das ist auf jeden Fall wahr. Wenn man die Klassenzimmer sehen würde, dann wüsste man, wie schlimm die Unterschiede sind und wie groß. Ich habe Fotos gesehen, selbstgezimmerte Holzbänke zum Beispiel, ja. um nur ein Beispiel zu nennen. Eine konkrete Frage, wie verständigen Sie sich da eigentlich vor Ort? Englisch. Also Landessprache ist natürlich Kiswahili, aber auch Englisch, wird in der Schule gelehrt und gelernt. Die Maasai sprechen noch eine andere Sprache, Ma heißt die. Damit verständigen sich die Kinder, wenn sie eben klein sind. In der Schule, wir haben 2 Vorschulklassen, 4- und 5-Jährige, und da fangen die schon an, Englisch zu lernen. Und jetzt die 8-Klässler, wir haben also etwas über 30 Kinder in der 8. Klasse, die sprechen schon richtig gut Englisch, manchmal vielleicht ein bisschen besser als ich. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.